Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine Sendung von der See. Ich sollte mich vielleicht umbenennen zu einer Kreuzfahrershow, aber nun gut, so ist das halt. Manchmal kann man auch nicht fliegen, sondern nimmt einfach das Boot. Ich hoffe, ihr genießt die Aussicht hinter mir. Die Wellen machen euch genauso smooth und ruhig wie mich. Themen, die wir heute haben, sind Swiss. Viele erinnern sich vielleicht noch an den Unfall der Swiss oder beziehungsweise es war ja kein Unfall, es war einfach nur, wo die Maschine von der Runway gegangen ist. Da gibt es jetzt Maßnahmen. Weiter geht es um die La Première von Air France, die First Class. Da gibt es ein neues Produkt. Korean Air hat auch das Produkt neu erfunden, aber keine Angst. 380er bleibt. Wir haben dann auch noch als Thema Qatar Airways verkauft Avios im Privilege Club. Wir gehen auch auf Themen wie zum Beispiel, und jetzt wichtig festhalten, A350er Emirates. Die machen in Europa ein bisschen mehr Gas und haben neue Ziele damit. Und ja, wir haben dann noch ein Thema, was auch spannend ist. United Airlines Flugzeuge, nein, sie werden Flugzeuge los und lassen sie pausieren. Der Grund dafür ist vielleicht für den einen oder anderen erschreckend. Delta hatte dazu bei der letzten Sache was gesagt, dass das nicht so ist. Vielleicht schlägt es auch auf Deutschland durch. Ihr wisst ja wie immer an dieser Stelle, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, zu abonnieren und dann natürlich auch auf School in die Gruppe zu kommen. Was haben wir noch als Thema? Im Moment gar nichts, außer das erste Thema, mit dem fangen wir an, dass nämlich die A350er von Emirates für neue Ziele sorgen, auch in Europa. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, dass das interessant ist. Man hat 65 Airbus A350-900 bestellt. 3 sind ja in Betrieb, die Echo X-Ray Alpha, X-Ray Bravo und X-Ray Delta. Und die Flugzeuge werden natürlich auch rege eingesetzt. Ziele, die da kommen, sind natürlich mit der Konfiguration 32 im Business. Also ihr seht, es gibt keine First Class. 21 Premium Economy, 259 Economy Class Sitze. Und im Moment fliegt man halt die Ziele nach Bahrain, Kuwait, Bombay, ich weiß nicht, warum ich es immer noch Bombay nenne, Ahmedabad, Edinburgh. Und es kommen aber neue Ziele dazu. Ab 1. Juni kommt Tunis dazu, außer dienstags, sonst 6-mal wöchentlich. Amman kommt täglich dazu. Ich will euch die Umläufe gar nicht dazu sagen, die Nummern, weil sonst kommen wir mit EK 117, 118 jetzt zum Beispiel für Istanbul durch. Aber Daman, dann Ho Chi Minh ab 1. August. Dann ab 3. August Bagdad 3-mal wöchentlich und ab September Oslo. Also das heißt, wer nach Europa fliegen möchte, kann nach Oslo fliegen mit dem 350er, mit dem neuen Produkt. Wobei das neue Produkt ja eigentlich das alte Produkt ist, nur aufgepimpt. Und zusätzliche Erweiterungen sind Bahrain, und das sind dann Erweiterungen halt, also wo 5 Flüge bestehen. Das wäre dann ab 1. Juni 3. täglicher Flug, größtenteils mit dem 350er, genauso wie der 2. tägliche Flug mit dem 350 nach Kuwait. Dann haben wir ein Ziel Bologna in Italien ab dem 1. Juni. Ist also einen Monat früher im Einsatz, als es eigentlich erwartet wurde. Dann Lyon und Muscat, da gibt es noch keine Ankündigung, aber die sind in der Buchungsmaske bzw. in den Buchungen schon sichtbar. Dann kann man natürlich sagen, dass Emirates jetzt auf den A350 sich konzentriert, weil 380er ja, ist halt Geschichte, aber man muss halt auch was anderes machen. Und dann geht es weiter mit den 350ern, dass man in Europa Ziele anfliegt, für die der 380er definitiv zu groß war, die 777 auch zu groß war. Und es gibt natürlich auch noch Erweiterungen nach Afrika, Nahen Osten, Südostasien, Europa, die dann halt auch das globale Netzwerk von Emirates stärken und dieses Hub, das alles sich über Dubai abwickelt, bis auf diese Fifth Freedom Flüge weiterhin bleibt. Und ich bin mal gespannt, wie sich die weiteren Auslieferungen der A350 auf diese Thematik dann, sage ich jetzt mal, einstellen und berufen. Denn man muss ja ehrlich sein, Emirates ist schon für den einen oder anderen in Europa eine kleine Bedrohung, weil sie da ja schon geil sind, leider, solange alles funktioniert.
Das war das Thema, was ich eben euch angedroht hatte. Und zwar war das Thema mit, dem Swiss-Flug nach Astana, wo man die Landebahn, ich weiß gar nicht, wer hier gerade so rum piept und fiebt. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Und, da ist es so, dass man, bei den Freunden von, Swiss da natürlich ein Thema hat. Und zwar war das so, dass man, am 17. August 2024 dann in Astana zwischenlanden musste wegen eines medizinischen Notfalls. Das war natürlich kein reguläres Ziel, sondern das ist ein Flug gewesen von Tokio nach Zürich. Das war die, LX 161. Und beim anschließenden Wendemanöver kam das Bugfahrwerk der Boeing 777-300ER von der Landebahn ab und blieb in Gras stecken. Die, Maschine musste natürlich geborgen werden. Unglück war es halt wirklich, dass da nicht keine Schäden an der Maschine entstanden sind, aber die Faktoren für diesen, Fauxpas, will ich's jetzt mal nennen, ist Zeitdruck, gewesen. Die Crew wurde erst kurz vor, der Landung über gesperrte Rollwege informiert. Damit war die 180-Grad-Wendung eher unerwartet gekommen für die Crew. Das ist jetzt nichts, was man nicht kann. Aber auf einer 45 Meter breiten Landebahn ist das schon mit einer 777 schon speziell. Und, das Wendemanöver ist im Boeing-Handbuch auch erwähnt und man sollte es aber nicht machen, weil es einfach nicht empfohlen ist und es wird auch sehr selten gemacht, ganz ehrlich. Und, die Swiss hat jetzt das, Handbuch im Cockpit überarbeitet, damit das Flugzeug bei solchen Wendemanövern besser positioniert wird. Also für die Wendetechnik als solches. Dann Einführung des speziellen Wendemanövers in das regelmäßige Simulatortraining, heißt also, die werden das etwas mehr üben. Und erst Crews haben natürlich das Training bereits absolviert. Und bis Ende Juni sollen alle Crews auf der 777 das Training durchlaufen haben. Ja, Switch hat aus dem Vorfall gelernt und hat jetzt die Crews natürlich da optimiert. Das ist ja ganz klar. Ziel ist es natürlich auch, dass man solche, Wendemanöver besser macht und auch, wenn sie kritisch sind, aber absolut möglich sind laut Handbuch, dass dort da natürlich dann, was vermieden werden kann, dass man dort ja, Schäden hat. Aber Swiss sagte nicht, wie viel Entschädigung sie an die Passagiere zahlen musste. Sie haben aber gesagt, es sind alle Entschädigungen gezahlt worden. Wir können uns natürlich wie immer vorstellen, wie das aussieht mit der Swiss, wenn sie die Entschädigung zahlen. Nur unter Vorbehalt. Ich weiß es nicht, ob ich da jetzt böse wieder bin. Vielleicht muss der eine oder andere klagen, aber da habe ich keine Klagen im wahrsten Sinne des Wortes gehört, dass da nichts passiert ist. Wo es aber Klagen gibt und wo es ein Geheule gibt, das ist Amerika. Bei United, dort werden 21 Flugzeuge stillgelegt. Und, die Hintergründe dazu sind natürlich wirklich, interessant, weil das zeigt halt darauf, dass es im Moment halt ein Problem gibt. Und zwar das Problem ist, dass die Nachfrage sinkt und die Betriebskosten steigen. Deshalb geht, United da im wahrsten Sinne Hand gedreht, um auf die Uhr zu gucken, sorry dafür, auf die Bremse. Besonders sind Strecken, die von der US-Regierung sonst genutzt worden sind. Heißt also Flüge zwischen USA und Kanada. Und wie wir alle wissen, gibt es zwar in USA und Kanada viele Leute, die hin und her fliegen wollen, aber die Regierung ist ein bisschen, naja, beide Seiten sind ein bisschen zickig aufeinander, um es mal so zu sagen. Auch ist es so, dass natürlich dieses auch Auswirkungen hat auf die Perspektive, auf die Zukunft. Heißt also, wenn die jetzt schon anfangen zu sparen, erwartet man da nicht unbedingt, dass das wieder sich relativ schnell normalisiert. Rückgang der Regierungsflüge sind sogar 50%, nur dass man mal eine Zahl gehört hat. Und die bisher 2 bis 3% des Geschäftes ausmachen. Also man sieht, dass das durchaus viel ist. Und die sinkende Nachfrage von Kanada ist halt auch wirklich aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit und aufgrund des Konflikts. Ich weiß jetzt gar nicht, will Donald Trump Kanada auch eingemeinden oder so, oder ist das nur Grönland? Aber da ist es halt wirklich so, dass der Handelskonflikt da halt seine Schatten wirft. Und man möchte natürlich auch ältere Maschinen stilllegen, weil die Wartungskosten dort wesentlich höher sind als bei jungen Maschinen. Das ist auch eine Sparmaßnahme. Betroffene Flugzeuge
sind wahrscheinlich ältere 319, 320er. Es gibt also keine offizielle Verlautbarung. Das sind jetzt alles Schätzungen und Mutmaßungen. Und dann die Boeing 767, 757er und natürlich auch die älteren 777-200er von der United sind davon betroffen, also 21 Stück. Es wird auch unrentable Red-Eye-Flüge, also diese Flüge, wo du die Schmerzen in den Augen hast, von betroffen sein. Ähm, Interessant ist auch, dass man aus den schwächelnden Märkten sich dort zurückziehen möchte. Heißt also, dass man da ganz klar Konsequenzen zieht. Was ihr auch wissen solltet, ist natürlich, wenn man sich so etwas anguckt, das Thema, dass man, ja, ich sage jetzt mal, dann im Auge hat, ist das internationale Premiumgeschäft. Aber das funktioniert. Also das heißt, da wird es nicht so viele Mali geben oder ich sage jetzt mal da in irgendeiner Art und Weise von denen etwas geben. In der Sonne ist schon heiß hier, direkt an der Scheibe. ähm, wird es halt nicht so großartige Änderungen geben, weil da halt wirklich die Nachfrage immer noch da ist. Deshalb ist das vielleicht für die anderen Fluggesellschaften in Europa kein Zeichen, weil sie ja keinen inneramerikanischen Verkehr machen. Also vielleicht doch keine Information für euch, die ihr aussagen könnt, dass für die Lufthansa eng wird irgendwo, weil die halt auch dann Probleme haben. Aber ihr könnt ja sagen, was ihr davon haltet, was eure Meinung dazu ist, dass die Fluggesellschaften in den USA strugglen und ob das eventuell etwas ist, wo in Deutschland dann auch, ich sage jetzt mal, strugglen und Gefahr besteht, dass dort was, ja, ich sag mal, den Bach runtergeht. Weiter ist es so, dass man jetzt sagen kann, die 21 Flugzeuge ist schon eine Menge an Flugzeugen, aber das ist halt eine Kapazitätsanpassung, akute Krise, ja, keine Ahnung. Das sind dann vielleicht die ersten Anzeichen, dass man halt ein bisschen Geld spart. United setzt weiterhin halt wirklich auf die Flottenerneuerung. Auch die haben mit den Lieferverzögerungen zu kämpfen. Und die wirtschaftliche Entwicklung in den USA und Kanada wird halt wirklich einen weiteren Einfluss haben und nicht nur auf United, sondern auch auf Delta und andere. Da bin ich mal gespannt, wie die wirklich da reagieren und wie die da sich mit dem Thema dann auseinandersetzen. Premium ist auch immer ein Thema, ganz wichtig. Beim nächsten Thema hier mit der Air France und La Première, die haben halt wirklich eine neue La Première First Class präsentiert. Ich werde euch hier auch Bilder reinschmeißen und ihr könnt dann sagen, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Und das exklusive First Class Produkt von La Première Air France ist halt überarbeitet worden und die Suite wird auf ausgewählten 777-300ER Flugzeugen eingeführt, heißt also, es wird ein Retrofit geben. Erstflug mit der neuen Kabine ist halt Frühjahr 20, was ist es jetzt, 2026 auf der Strecke Paris-New York, ist also deren, ne, 25, habe ich 96 gesagt? Ich muss mal gerade gucken. Ich kann es aufgrund der Sonne gerade nicht lesen, also 25. Ist auch ein Sitz, der von der Stelia Aerospace gemacht worden ist. Und wenn ihr euch mal die ganzen Sachen anschaut, ist es schon magnifique, wie der Franzose sagt. 3,5 Quadratmeter großes Suite, 25% mehr Platz als zuvor. Sitz und Chaiselonge, die ja zu einem 2-Meter-Band umfunktioniert werden können. Jede Suite hat 5 Fenster. Ich weiß gar nicht, wie viel das bei Lufthansa oder bei Emirates ist. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr da was sagt. Und dann weiter ist es so, dass natürlich die elektrische Verdunklungsvorhänge für vollständige Privatsphäre sorgen, hochwertige Materialien wie Leder, Wolle und maßgefertigte Stoffe, maßgeschneiderte Beleuchtungssysteme mit der Air France Winged Seahorse Lampen. Sie haben auch individuelle Stauraumlösungen anstatt den Overhead Bins. Und was auch spannend ist, 32 Zoll 4K-Bildschirme mit über 1500 Stunden Entertainment, Bluetooth-fähige Kopfhörer, USB-A und C-Anschlüsse, kabelloses Laden. Da bin ich ja kein großer Freund von. Dann natürlich WLAN, kabellos Highspeed, auch ab Sommer 2025 für Flying Blue und La Première-Kunden. Und die Strecken, die es gibt, sind natürlich Paris, New York, also es ist ab Frühjahr 2025, alles andere macht ja keinen Sinn. Los Angeles, Singapur und Tokio, Haneda. Es ist halt wirklich auch nur auf den ausgewählten Routen buchbar, La Première. Bereits bestehende Ziele sind Abidajo,
Abu Dhabi, ja, Abu Dhajan, glaube ich, ist es, sorry, wegen der Sonne. Also es blendet von hier quasi auf meinen Bildschirm, deshalb schwierig. Dann Dubai, Los Angeles, Miami, New York, JFK, San Francisco, Sao Paulo, Singapur, Tokio, Haneda und Washington. Und es ist auch wirklich so, dass es da keine Buchungen gibt für Meilen von externen Flugprogrammen, nur von Flying Blue und dann aber auch nur für Platin-Mitglieder und höher. Also das heißt, da ist natürlich eine Exklusivität garantiert. Upgrades von Business Class gegen Barzahl am Flughafen möglich, um die 1000 US-Dollar oder Euro. Das ist also eine interessante Geschichte. Und ein Fazit ist natürlich so, dass man mit L'Ampérière auf einen neuen Luxuslevel gehoben wird. Und weiter ist es so, die Kabine bietet ultimativen Komfort. Das Angebot bleibt aber, wie gesagt, stark limitiert und zeigt halt auch, dass die First Class ein Produkt ist, wo man jetzt mittlerweile mit vorsichtiger umgeht, aber trotzdem als Statement haben möchte und muss. Und natürlich ist es so, dass es sich an exklusiv an Vielflieger richtet, die halt Startpunkt Paris haben oder Ankunftsort Paris haben. Wobei aber wer von euch schon mal First Class mit der Air France geflogen ist, ich persönlich habe es nicht gemacht, ich kann es nur von unseren Kunden erzählen, die sind begeistert, weil sie werden im Gegensatz zur Lufthansa am Flieger abgeholt und nicht allein gelassen. Das heißt also, man kriegt einen Personal Assistant, man wird gefahren, man wird zum Connecting Flight gefahren und so weiter und so fort. Also das heißt, das ist dann nicht so, dass man selber erst zur FCT latschen muss. Und interessante Geschichte in meinen Augen. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr Erfahrungen habt mit mit dem Thema von den Freunden von Air France Flying Blue und dann der Kabine in der First Class. Und wer auch Neuigkeiten liefert, und deshalb wird das auch das nächste Thema hier sein, das sind die Freunde von Korean. Mit der Asiana, das hat ja jetzt geklappt, man ist da jetzt zusammen drin. Und dort geht man auch eine neue Strategie von ein mit den Bildern, die ich euch gezeigt hatte zu dem Thema neue Livery, also die Farbgestaltung, die jetzt, ja, ich weiß nicht, ist jetzt nicht so viel besser als vorher, aber es ist halt jetzt Metallic. Ist es so, dass man jetzt natürlich auch eine Premium Economy bekommt. Die First Class geht. Ganz wichtig, der A380er, der bleibt weiter im Sortiment. Die Premium Economy wird eingeführt bei 11 Boeing 777-300. Die First Class wird also wirklich aus den Fliegern rausgenommen, sie wird entfernt. Dann ist es so, dass es eingeführt wird ab der zweiten Jahreshälfte 2025. Die vollständige Umstellung ist bis 2026 geplant. 380 und 747-8 bleiben wirklich länger wegen der Lieferverzögerung von den Airbussen und den Boeings. Also das heißt, da für den einen oder anderen nochmal eine Möglichkeit, mit den großen Vögeln zu fliegen. Ich habe in Los Angeles den 380er von Korean jetzt mehrfach gesehen. Zum Beispiel auch von Asiana. War es gestern oder war es vorgestern? Da war es so, dass die Korean später gestartet ist aus Seoul, 3 Stunden, und dann waren beide Flüge in einem zu sehen. Heißt also, die Korean ist, glaube ich, gelandet und dann ist die Asiana direkt nach Seoul wieder gestartet, was normalerweise sonst nicht ist. Dann ist es so, dass die Außerdienststellung natürlich damit verschoben ist, ganz wichtig. Und Korean hat halt 6 weitere A380 in der Flotte. Warum? Ja, wegen Asiana, weil die halt die Flieger mitgebracht haben. Die Flottenerweiterung, man hat Bestellungen für den 350-900er, für den 350-1000er. Dann hat man Bestellungen für die Boeing 787-9-10 und die 777-9er. Da wartet man dann natürlich auch händeringend drauf. Die Kurzstreckenflotte wird um die Airbus A220, also um den kleinsten Airbus, erweitert. Dann 321 Neo, Boeing 737 MAX kommt auch. Ja, kleine Unterbrechung wegen Hitze, die Sonne brennt. Ich habe geschwitzt, aber ich habe gedacht, ich schwitze mich durch, aber meine Osmo Pocket hat gesagt, nee, machen wir nicht. Deshalb lass mich das noch schnell zu Ende bringen. Ich habe dir das gesagt, Kurzstreckenflotte Airbus A220, 320, 21 Neo und 737 MAX wird es erneuert. Es wird nicht nur Neuerungen geben im Bereich der Flugzeuge, sondern auch die Lounges am Flughafen Incheon werden erneuert.
Es wird eine neue Prestige-Class Garden Lounge geben im Ost- und den Westflügel. Kapazitätssteigerung um das 2,5-fache. First Class Lounge wird neu gestaltet. Einführung von einer Live-Cooking-Station, wie man es ja oft aus Asien kennt. Barkeeper und Baristas, Eröffnung schrittweise ab August 2026. Auch gibt es internationale Lounge-Upgrades, wie zum Beispiel in Los Angeles, New York, erhalten ein neues urbanes Design. Also ein kurzes Fazit dazu. Korean Air modernisiert sich umfassend mit neuer Kabine, Flugzeugen und Lounges. Die Airline folgt mit dem Branchentrend. Und wichtig ist natürlich das Ausbau der Premium Economy Kabine, beziehungsweise die Premium Kabine kommt ja dazu. Premium Economy und First Class verschwindet. Also das heißt, es wird trotzdem diese drei Klassen geben. Und damit ist ja war eigentlich, was ich immer gesagt habe, das, was heute Business Class war, aber früher Economy und so weiter oder Premium Economy. Und First ist quasi das, was halt heute Business auch teilweise kann. Ansonsten ist es so, dass die Infrastruktur und die Flotte verstärkt wird durch die Asianer, dadurch, dass man da halt jetzt die neue Partnerschaft hat. Und ich denke mal, dass dieser Korean Sky Pass eventuell für den einen oder anderen durchaus interessant ist. Wollen wir noch ein bisschen schnell Gas geben, damit nicht wieder eine Unterbrechung mit der Sonne kommt. Und zwar haben wir noch ein Angebot von Qatar Airways. Da gibt es einen Avios-Sale mit 50% Bonus, wenn man bis zum 25. März kauft. Aktion ist halt wirklich mit 50% mehr Bonus auf die Avios. Wenn ihr euch das genauer angucken wollt, ab 3.000 gibt es 15% Bonus, dann 17.000 gibt es 25% und ab 42.000 gibt es 50%. Heißt also, wenn man die maximale Bonusstufe nimmt, dann ist der Preis irgendwo bei 1,53 US-Cent. Jetzt fragt ihr, warum erzählt der was von US-Cent? Ganz einfach deshalb, weil ich natürlich mein Konto in den USA habe und da ist das maximale Angebot an Avios 250.000, die man kaufen kann und wir natürlich selber dann relativ schnell ausrechnen könnt, gibt es bei 250.000 125.000 Bonus, was dann zusammen 375.000 sind und die kosten dann 5.750 US-Dollar. Dann weiter muss man natürlich sagen, dass die Meilen bei Avios transferierbar sind. Warum? Weil Avios werden ja nicht nur bei Qatar, sondern auch bei British Airways, die gibt es bei Iberia, gibt es auch bei Finnair. Man kann die bei den anderen billiger finden, heißt also, dass natürlich die Qatar-Angebote teurer sind als die von Finnair oder von British Airways, aber dafür sind die Flüge, die man kaufen kann, teilweise billiger bei Qatar Airways. Heißt also, ihr solltet, wenn ihr Avios benutzt, bei allen Fluggesellschaften, die Avios einsetzen, mal schauen und dann transferieren. Im Zweifelsfall, das geht rucki zucki Finnair über British Airways zu Qatar und so weiter. Das wäre die Schnittstelle. Und empfehlenswert ist natürlich, dass für alle, die Meilen kaufen wollen, zu gucken, dass ihr das maximale Kontingent an Meilen kauft. Deshalb ist es vielleicht in dem einen oder anderen Fall Use Case natürlich gar nicht mal so verkehrt. Jetzt im Schweinsgalopp durch die letzten Folge durch, die Kamera so ein bisschen in den Schatten gestellt, damit sie nicht zu heiß wird und sich wieder abstellt und ich abkühlen muss. Und ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Ich hoffe, dass jemand Gesundheit. Ich hoffe, dass ihr, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, der Kollege hat genießt, dass ihr halt den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, die Fragen des Tages beantwortet. Ich habe die heute jetzt nicht speziell formuliert und ich freue mich von euch zu hören. Und bevor die nächste Durchsage kommt, also bis morgen. Ciao, ciao. Bis dann.